Nun heißt es endlich offen. Endlich offen. Das Motto zur Öffnung des Humboldt-Forums klang wie ein Stoßseufzer. Seit dem 20. Juli 2021 sind die Innenräumlichkeiten des Humboldt-Forums nun öffentlich zugänglich, mit Ausnahme des 2. und 3. Stocks und der Dachterrasse. Was erwartet die Besucher nun? Welche Räumlichkeiten kann man sich frei zugänglich anschauen? Was gibt es zu entdecken? Welche Ausstellungen kann man sehen? Diese und andere Fragen werde ich bei dieser Tour durch das Gebäude beantworten. Wer plant zu kommen, erhält so eine erste Orientierung. Wer derzeit nicht vorbeischauen kann, bekommt einen virtuellen Eindruck. Wer sich für die Geschichte des Schlosses, die lange Auseinandersetzung um den Wiederaufbau des Gebäudes mit seinen historischen Fassaden und die Gestaltung des Umfelds interessiert, kann sich gerne meine ersten beiden Videos zum Berliner Schloss Humboldt-Forum anschauen, die ich verlinkt habe. Aber nun geht es erstmal in das Gebäude. Wir wählen als Zugang das Portal 3, das sogenannte Eosander-Portal, da dieses direkt in das Foyer führt. Ursprünglich entworfen wurde es vom Baumeister Eosander von Göthe. Bevor wir das Foyer betreten, ein Blick nach rechts. Dort geht es zu einem der beiden Souvenirshops im Humboldt-Forum sowie zur historischen Ausstellung im Schlosskeller. Links befinden sich ein Auditorium und ein Vortragssaal. Die Vorhalle dort hat eines der neuen Kunstwerke zu bieten. Unter der Decke einen umlaufenden, gut einen halben Meter hohen Schmuckfries, bestehend aus 110 Buchstaben. Die Künstler Christiane Delbrügge und Ralf de Moll hatten mit ihrer Idee einen der 7 Kunst am Bau-Wettbewerbe des Humboldt-Forums gewonnen. Das Material der Buchstaben besteht unter anderem aus zerkleinertem Beton verschiedener Körnung aus der Betonwanne unter dem Palast der Republik. Es handelt sich hier also um ein Upcycling-Projekt, das den Titel »Die Architekten« trägt. Verewigt sind die Vornamen aller Baumeister an diesem Ort, beginnend bei Konrad, für Konrad Krebs, der 1537 das Berliner Stadtschloss im Renaissance-Stil entworfen hatte, und endet bei Franco. Da dahinter kein Platz mehr freigehalten ist, darf es wohl keinen weiteren Baumeister mehr geben. Dieses Kunstwerk hat auch die Zustimmung von Franco Stella gefunden. Mir gefällt am Fries, dass es nach dem letzten Namen keinen Platz mehr gibt. Nach Heinz für Heinz Graffunder, den Erbauer des Palastes der Republik, steht nur noch mein Vorname da. Mit Franco hört alles auf. Wer möchte, kann aber auch andere Wörter wie Anna, ich oder Oha herauslesen. An den Wänden der Durchgänge zum Foyer sind Tafeln mit Namen der Personen, die mit größeren Spenden zur Gestaltung der Barockfassaden beigetragen haben, angebracht. Dies ist also keine Kunst am Bau. Das große Foyer ist eine die volle Gebäudehöhe einnehmende Halle mit einem durch Stahlkassetten gegliederten Glasdach. Sie ist der weiträumigste Raum des gesamten Forums und soll einem Stadtplatz ähneln. Die Halle dient als zentraler Ort der Orientierung, der die unterschiedlichen Nutzungen des Humboldt-Forums als Weltkulturzentrum des 21. Jahrhunderts miteinander zu verbinden versucht. Als erstes fällt der Blick auf einen gewaltigen Mast mit versetzten Bildschirmen. Oberhalb des Kassentresens informiert er als medialer Leuchtturm über die aktuellen Aktivitäten. Mit der Gestaltung der Service- und Aufenthaltszonen sowie des Leit- und Orientierungssystems im Humboldt-Forum wurde das international agierende Studio Holzer Kobler Architekturen beauftragt. Sie beschreiben ihr Projekt folgendermaßen: Im weitläufigen Entree, dem zentralen Platz einer Großstadt gleich, werden die Besucherinnen vom Kosmographen, einem prägnanten, bespielbaren Informationsturm als leuchtender Stadtwerbung in den Bann gezogen. Dieser dient der visuellen, spielerischen Informationsvermittlung und ist aus allen Perspektiven des Foyers sowie den ihn umgebenden Balustraden aus gut einsehbar. Franco Stella hat übrigens dagegen votiert. Ein Beispiel für eine Fehlplatzierung im Humboldt-Forum ist der Medienturm, der dem theatralischen Charakter des Ortes widerspricht. Diese Multimedia-Konstruktion nimmt bei Veranstaltungen hunderte Plätze weg. Sie sieht wie ein selbstreferenzielles Kunstobjekt aus. Mein Einspruch blieb erfolglos. Schaut man sich um, sieht man 3 einheitliche moderne Raumwände, unverkennbar geprägt von der Strenge im Raster und der Wiederholung, die Franco Stellas Architektur bestimmt.
Im Kontrast dazu das Innenportal. Für das zweiseitige Portal hatte sich der Baumeister Eosander von Göthe im 18. Jahrhundert den dreitorigen Triumphbogen Septimius Severus aus dem Forum Romanum in Rom zum Vorbild genommen, aber deutlich größer ausgeführt, damit er in der Höhe passt. Stella bezeichnet das Portal gerne als Stadttor, das zu seiner gedeckten Piazza führt. Zunächst geht es weiter durch das Foyer in die quer anliegende, langgezogene Erschließungshalle. Wenn wir jetzt dann durch diese Drehtür gehen, dann nehmen wir mal an, die haben sich auch zugeschaut. Von hier aus gelangt man in die Obergeschosse mit den Dauerausstellungen. Eine breite Treppe und 2 Rolltreppen befinden sich gegenüber. Rechts an den Rolltreppen vorbei geht es zu den Räumlichkeiten für Sonderausstellungen. Wir fahren zunächst hoch und kommen zum Eingangsbereich der Ausstellung des Berlin-Museums, die den Titel Berlin Global trägt. Die Ausstellung umfasst einen Großteil der Ausstellungsfläche im ersten Obergeschoss. Zu sehen ist hier ein weiteres Kunstwerk. Die Wandinstallation Zeitmaschine von Stefan Suß besteht aus 66 dicht zusammengeschobenen, verschieden großen Uhren, welche die Zeit an verschiedenen Orten der Welt angeben. Die Installation richtet den Blick auf eine oft übersehene Triebkraft der Modernisierung, die Vereinheitlichung von räumlichen und zeitlichen Maßeinheiten weltweit. Das Motiv ist einem Buch Alexander von Humboldts von 1851 entnommen, als die Zeitunterschiede noch nicht einheitlich geregelt waren. In insgesamt 7 Wettbewerben waren Künstlerinnen dazu aufgefordert, sich in ihren Beiträgen mit der Geschichte des Ortes, seiner zukünftigen Nutzung als Ausstellungshaus und Veranstaltungszentrum, als Ort der Bildung und der Wissenschaften im Kontext der Humboldtschen Ideen oder mit der äußeren Erscheinung des Bauwerks auseinanderzusetzen. Kunst am Bau ist ein zentrales Element der Baukultur und Teil der Bauherrenaufgabe des Bundes. 1,8 Millionen Euro standen dafür zur Verfügung. Wir schauen uns weiter das Gebäude an. Im ersten Obergeschoss ist eine Kaffeezone mit Spiegeldecke eingerichtet. Die Treppen in das zweite und dritte Obergeschoss sind noch versperrt. Die Ausstellung des Ethnologischen Museums und des Museums für asiatische Kunst sollen im Herbst eröffnet werden. Wir werfen nochmal einen Blick in das Foyer, diesmal von den Umgängen aus, von Stella Laubengänge genannt. Von diesen Logen aus kann man dann auch Veranstaltungen im Foyer verfolgen. Von hier aus sind die 4 jeweils 3 Meter hohen Kolossalfiguren über dem Eosander-Portal besser zu erkennen. Obgleich in barocken Gewand zählten die 4 Skulpturen zu den jüngsten Figuren des Berliner Schlosses. Zwar hatte Eosander von Göthe sie 1708 für sein monumentales Hofportal vorgesehen, doch als Friedrich Wilhelm I., der sogenannte Soldatenkönig, das Berliner Schloss wenig später vollenden ließ, sparte er die Skulpturen kurzerhand ein, um die Gelder lieber für die Tilgung der Staatsschulden zu verwenden. Erst 1886 wurden die Figuren gefertigt und thematisieren die christlichen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung. Und, da es 4 Postamente sind, kam noch die Figur des Gebets hinzu. Da von den Originalfiguren bei der Sprengung des Schlosses nichts übrig geblieben war und nur Fotos zur Verfügung standen, gestaltete sich die Neuanfertigung für die Steinbildhauer sehr schwierig. Dass die Figuren überhaupt rekonstruiert wurden, ist einer großzügigen Spende von Hubert Burda, der übrigens in Kunstgeschichte promoviert hat, und dessen Sohn Jakob zu verdanken. Zum Hubert Burda Medienkonzern gehören unter anderem die Magazine Bunte, Super Illu, Focus, Chip, aber auch Yameda und Zing. Am Figurenschmuck des Portals links kann man Spolien, also alte Elemente, erkennen. Zur genaueren Betrachtung liegen Fernleser bereit.
ersten Obergeschoss gibt es eine zweite Ausstellung, gestaltet von der Humboldt-Universität, Humboldt Lab genannt. Auf dem Weg dorthin gibt es Spuren des Palastes der Republik zu entdecken, Schilder des damaligen Wegeleitsystems. Im gesamten Gebäude verteilt erinnern insgesamt 35 Spuren an wichtige Ereignisse und Aspekte aus der Vergangenheit des Ortes. Die unerwarteten Standorte sollen überraschende Zusammenhänge schaffen und neue Perspektiven eröffnen, heißt es. Ein wichtiger Fokus sind dabei der Palast der Republik und die Zeit nach seinem Abriss. Wir nehmen die Treppe nach unten. Zu Wilhelm und Alexander von Humboldt gibt es eine eigene Ausstellung, allerdings nicht in separaten Räumen, sondern in den Fensternischen. Zuvor noch ein Blick unter die Treppe. Hier gibt es ein weiteres historisches Fenster. Zu sehen sind Pflastersteine des historischen Schlüterhofs. Es gibt Stimmen, dass die Ausstellung zu den Brüdern Humboldt, den Namensgebern des Humboldt-Forums, einen repräsentativeren Platz verdient hätte. Dafür ist die Ausstellung zu Öffnungszeiten aber jederzeit zugänglich und man kann sich die Texte und Bilder in Ruhe anschauen. Wir verlassen den Innenbereich und begeben uns in die Passage. Die Passage war die konzeptionelle Idee Stellers, die 2008 die Wettbewerbsjury am meisten überzeugt hat. Ein Schloss mit öffentlichem Durchgang, der das hermetische Äußere innen aufgliedert. Früher war am gesamten Bereich, den wir bis jetzt gesehen haben, ein offener Hof, der Irsanderhof, wie wir später am Schlossmodell noch sehen werden. Früher konnten die Berliner lange Zeit durch die Höfe laufen, erst Kaiser Wilhelm II. Ließ die Portale verschließen. Wie und warum habe ich ja schon in meinem ersten Video zum Berliner Schloss ausgeführt. Die Bauwelt schreibt zu Stellers Durchgang: Architektonisch gestaltet hat ihn Steller mit einer Struktur wie aus einem einfachen Baukastenmodulsystem, die von Norden nach Süden den Bau durchzieht. Aber hier weniger rigide ausfällt, wie er sogar mit seinen schlanken Rundstützen Feinheiten in der Komposition aufweist. So hat dieser Raum seine Qualitäten. Wenn es dunkel wird, kann man von hier besonders gut die Bilder an den Glasfenstern der Ausstellung zu den Humboldt-Brüdern sehen. Links neben der Innenseite von Portal 2 liegt der Eingang zum Videopanorama Geschichte des Ortes. In einem durch einfache, in Rohbeton belassenen Wänden gestalteten Raum kann man auf einer 27 Meter langen Videopanoramawand 800 Jahre Geschichte des Ortes in 14 Minuten an sich vorbeiziehen lassen. Auch hier befinden sich wieder einige der 35 Exponate aus früheren Zeiten. Vor dem Besuch des Panoramas müssen Rucksäcke, Taschen, mit Ausnahme von kleinen Handtaschen, gegenüber im Erschließungsgebäude an den Garderoben abgegeben oder alternativ in Schließfächern verstaut werden, wenn auch welche frei sind. Zwischen der Stella-Passage und dem Schlüterhof gibt es den Souvenirshop, genannt Humboldt Concept Shop. Der Pächter betreibt übrigens auch das DDR-Museum. Ein Stückchen weiter befindet sich das Bistro Lebenswelten. Darüber gibt es überwiegend Bürogeschosse. Zum Schlüterhof habe ich ja bereits ein eigenes Video erstellt, darum schauen wir uns nur an, welche Räumlichkeiten von hier zu erreichen sind. Links hinter dem Außenbereich des Cafés gelangt man in einen Raum, den sich derzeit die Touristeninformation und der Förderverein Berliner Schloss teilen. Hier kann man auch das Modell Berlin um 1900 von Horst Düring betrachten und sehen, wie das Berliner Schloss und die Stadtmitte Berlins damals aussahen.
Die historischen Innenhöfe sind gut zu erkennen. Da das Portal 6 derzeit nur von Mitarbeitern genutzt werden kann, gibt es nur über den Schlüterhof einen Zugang zur Skulpturenhalle. Hier sind Fragmente des alten Schlosses ausgestellt, darunter 6 Kolossalfiguren, die in neuer Form jetzt über dem Hauptportal im Schlüterhof zu sehen sind. Der Raumentwurf des italienischen Architekten Stella entspricht in seinen Maßen dem barocken großen Treppenhaus des Berliner Schlosses, das sich einst an dieser Stelle befand. In einem kleinen Nebenraum wird auf Bildschirmen gezeigt, wie die Bildhauer die neuen Figuren geschaffen haben. Auch hier sind historische Spuren zu finden. Mitten im Raum steht die gläserne Wahlenurne der Volkskammer am Palast Republik. Damit haben wir jetzt alle Räume und Ausstellungen gesehen, die zu den Öffnungszeiten frei zugänglich sind. Auf die temporären und dauerhaften Ausstellungen, für die man Tickets benötigt, gehe ich noch in einem separaten Video ein. Der Schlüterhof wird übrigens auch für Konzerte, Installationen, Performances, Familienprogramme usw. genutzt. Derzeit findet die Veranstaltungsreihe Durchlüften statt, genannt Open Air am Schlüterhof. Jeweils freitags und samstags kann man dort kostenlos Konzerten und Veranstaltungen beiwohnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie immer freue ich mich über die Unterstützung meines Kanals durch Rückmeldungen, Likes, Weiterempfehlungen und Abonnements. Good.